So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so bringt. Ja, möglicherweise zeigt sich hier eine Option an, einen anderen Weg zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, Möglichkeiten ins Boot zu holen, um Hindernisse zu überwinden. Oder man hat so ein bisschen das Problem überhaupt, einen Weg zu finden, der für einen gut ist oder der nicht noch mehr Hindernisse bringt. Auf der bewussten Ebene haben wir eigentlich eine gute Energie. Ne? Mit der Sonne sind wir gewillt, die Dinge ins Positive zu drehen. Wir sind gut drauf, wir haben gute Gedanken. Wir glauben an uns. Im Unterbewusstsein habe ich bei uns die Nachrichten drin. Also es kann ein Gespräch sein, es kann sein, dass man etwas erwartet an Kommunikation oder dass man irgendwas im Kopf hat, so einen Funken, der einen nährt. Und möglicherweise ist es bei uns so, dass ja in der jüngeren Vergangenheit etwas sehr lange gedauert hat, ein langer Prozess, etwas, das uns vielleicht auch in puncto Vitalität getroffen hat, wo wir uns so ein bisschen ausgebremst und ohne Energie gefühlt haben. Möglicherweise hat uns das Leben auch auf einen anderen Weg geschickt. Aber wir haben so eine Wachstumsphase hinter uns gebracht und jetzt geht es halt darum, wo geht der Weg hin? Es kann sein, dass wir in der nahen Zukunft hier ein bisschen unruhig, flatterhaft sind, dass wir uns auch so gestresst fühlen, aber ich denke, das hier ist eine positive Aufregung. Aus der eigenen Sicht schwingt hier ein gutes Ergebnis mit. Also wir merken zwar, es geht etwas mit Anstrengung oder mit angezogener Handbremse, was wir auf den Weg bringen wollen oder entscheiden. Wir haben aber das Endprodukt gut im Kopf. Ne? Wir haben einen guten Ausgang im Kopf. Wir fühlen uns auch irgendwie beschenkt vom Leben in irgendeiner Art und Weise. Bei dieser Legung hier habe ich ein bisschen im Kopf, dass wir sind schon irgendwo gelandet. Wir haben schon etwas Gutes erlebt und an diesem Punkt sucht man jetzt nach weiterem Gutem. So könnte man es nennen. Aus dem Umfeld kommt ja Harmonie, Frieden, vielleicht auch Familie, die unterstützend wirkt. Das Umfeld nimmt uns vielleicht auch sehr harmonisch wahr oder ruhiger als man denkt. Und trotz allem haben wir hier bei den Hoffnungen und Ängsten auch dieses Ding, dass wir vielleicht, wie soll ich das nennen, unruhig sind, was Neubeginne angeht, ja. Dass wir zwar wissen, hier kommt etwas auf den Weg, aber inwieweit bin ich hier dabei, dieses harmonisch auch durchzuführen, auch wenn wir hier die guten Gedanken haben, so sind ja trotzdem bei den Neubeginn auch irgendwo Ängste zu sehen. Für die längere Zukunft zeigt sich hier das Haus, das ist eine stabile Energie, das ist ein Fundament, da haben wir, ja, und unser Umfeld so, dass wir daraus Kraft schöpfen können und es ist stabil, ne? Dieses Fundament, das bröckelt ja nicht so schnell. Hier können sich natürlich auch Dinge anzeigen, wo die Familie Veränderungen erfährt, also dieses, was du schon mitbringst auf die Welt, familiäre Themen, die sich neu strukturieren, die dir neue Möglichkeiten mitbringen. Also so auch aus deinen eigenen Blockaden heraus, die du vielleicht mit dem Thema Wachstum hast. Aber das Ganze lohnt sich hier. Und ich sehe halt auch hier, wenn ich mir die Häuser angucke, ne, wenn du hier auf der bewussten Ebene positiv bist
und aus der eigenen Sicht mit guten Energien rechnest, dann kommt ja aus dem Umfeld auch die Harmonie und hier die Stabilität. Das Ganze kann hier ein bisschen mit Konflikt einhergehen oder ja, mit so kleinen Diskussionen noch. Nichts Weltbewegendes. Genesung, hier haben wir die Sonnenblume. Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Das ist das, mit dem wir hier hadern. Ne? Vielleicht möchte man das auch noch hinausschieben oder denkt, die Zeit ist nicht richtig, aber hier ist etwas eigentlich überfällig. Ne? Hier gilt sozusagen kein Aber mehr. Und wir haben die finanzielle Heilung mit an Bord. Das heißt, wenn du viele Existenzkämpfe hast aus der Vergangenheit, dann kann dir jetzt blühen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Wo immer das auch herkommt, das spielt keine Rolle. Denk da nicht drüber nach, denn am Ende gibt es manchmal Wege, die wir gar nicht ahnen, wo etwas herkommt, ne? Das kann auch sein, dass man eben darum keinen Weg findet, weil man auf die speziellen Dinge setzt, die es immer gibt. Aber hier kommt die Lösung vielleicht auch woanders her. Die Signale aus dem Zauberwald geben die uns mit. Du bist das Wichtigste. Und erzwinge nichts. Also es dauert so lange, wie es dauert. Lass den natürlichen Flow zu. Wenn es Hindernisse gibt, dann gibt es die eben. Dann ist eben die Zeit dafür nicht richtig reif oder geht eben in Etappen voran. Ja? Es ist nur wichtig, sich überhaupt zu entscheiden und sich selbst nicht im Weg zu stehen. Hier haben wir noch die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Und als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Also hier kriegst du auch über deine Intuition, über die Anbindung, über deine Verbundenheit noch ein Stückchen was mit auf den Weg, das dir vielleicht auch hilft, über die Erkenntnis mehr nach vorne zu gehen oder dich eben auch nicht ausbremsen zu lassen von irgendwas, irgendwem oder auch von dem Gefühl, ich schaffe das nicht. Ne? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.